Episode 1: Ich schlafe nicht, ich bete. Der gebrochene Typ auf der Pritsche schlägt ein noch gebrocheneres Büchlein auf. Es bestand größtenteils mehr aus Schmierereien und Kohlegekritzel als Papier selbst. Ein Wunder, dass er überhaupt sein eigenes Gekrakel lesen konnte. So, jetzt hör mal her. Wir haben noch diesen Abend. Also setz dich hin und hör zu, was ich zu erzählen habe. Manches ist einfach nur Gebrabbel eines wahrlich Todgeweihten. Aber du wirst hier sitzen und dir meinen Scheiß anhören. Tja, hier? Nee. Ach, die passt schon. Sag mal, kennst du noch den alten Schrein im Kloster? Gleich rechts der großen Eingangspforte? Genau da beginne ich jetzt. Also Klappe halten und hör zu. Mehr will ich nicht. Wir befinden uns auf der Insel Korinis, wo andere von heroischen Taten berichten. Die Welt retten. Drachen besiegen. Schauen wir uns heute wohl ein Exemplar Mensch an, welches noch nicht mal in seinen Träumen an so etwas dachte. Sag mal, pennt der da etwa vor dem Schrein? Mal ganz im Ernst, was für ein Horst ist das denn? Okay, genau hier erwarte ich eine Lohnerhöhung, sonst wird hier kein Wort mehr aufgenommen. Verdammte Autoren. Und deren Jobfehlbeschreibungen. Vom Sohn zum Bauern, zum Flüchtling, zum Erntehelfer, zum Lehrling eines Dachdeckers, zum Baumeister und Bürger, zum bescheidenen Seemann, zum verschuldeten, fast schon bettelnden Wrack der Insel, zum wieder anstrebenden Bergarbeiter und nun zum Anwärter des Klosters. Tja, manche Wege sind verwoben. So ist das Leben. Es sind nun schon 4 Jahre auf der Insel. Durchschlagen musste ich mich die ganze Zeit. Doch nun bin ich genau da, wo ich sein will. Vater lag falsch. Auch wenn es mich mehr als 5 Jahre meines Lebens kostete, bin ich nun Teil der Gesellschaft geworden, die ich ersehnte. Innos steht mir nun bei. Und ich, danke dir, mein Herr. Geht doch. So mag ich's, Geschäfte zu machen. Wo waren wir denn jetzt? Ach ja, ein immersiver Sprecher zu sein. Na dann wollen wir doch mal. Frederik wird plötzlich aus seinem Tagtraum von Gebrubbel aus dem Vorhof geweckt und beginnt sogleich murmelnd zu beten, damit es nicht auffällt, dass er ein fauler Vollidiot einfach so am Schrein vor sich hinträumte. Herr, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wolltest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Du, Innos, seist mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Er verweilt eine Weile in Stille. Dann richtet er sich auf und verbeugt sich vor dem Götzen. Danach dreht er sich langsam, um zu schauen, wem er da gerade etwas vorspielte. Frederik wankt zum Vorplatz des Klosters, sieht Adept Daron und Lancelot, den Hüter der Pforte, und grüßt. Innos zum Gruße! Oh, und da trabt Jan. Er schaut Jan hinterher, der mit der Holzfäller-Axt auf der Schulter angepisst die Klosterbrücke hinunterstapft. Was ist denn mit dem los? Jan ist mir schon so einer... Tja. Er verbeugt sich aus der Ferne und geht dann in seiner humpelnden, unbeholfenen Art die Treppe hoch. Hallert und Kalla befinden sich wohl gerade im Labor.
denkt er sich, während er sich am Geländer hochzieht. Sein rechtes Bein ist schon seit Jahren lädiert und er hinkt oft hinter den anderen hinterher. Sicher auch der Abt. Es riecht heute wieder sehr nach Schwefel. Fast oben angekommen, streckt er seinen Kopf aus und erspäht die Umgebung wie ein Periskop. Sofort wird er bemerkt und die Blicke zweier Novizen, die bei der Klosterschmiede stehen, fallen direkt auf Frederik. Er seufzt leise. Der Waschlappen wagt den Angriff und wandert, oben angekommen, am Geländer entlang der Schmiede und versucht, an den beiden vorbeizukommen. Der Blick eines Wolfes auf das Lamm erschlägt Frederik. Der dicke Novize Chelon legt ein Stück Holz zur Seite und kommt mit tief hängenden, empfangenden Armen auf Frederik zugestapft und grinst mit abartig böswilliger Miene. Oh Backe, oh Backe. Kurz bevor das letzte Stündlein des Anwärterlammes schlug, patschte der andere Novize Jackes ihn flink grinsend gegen die Seite und hielt Chelon auf. Anscheinend hatten die beiden Wichtigeres zu tun, als ihrem Sadismus zu frönen. Man konnte Jans Namen aus dem Getuschel hören. Anscheinend war er ihnen zuvor bereits in die Falle getappt. Ein Glück, dass Jan noch hier ist, Dachte er sich und seufzte leise, ohne aufzufallen. Der Glückspilz ging in den großen oberen Korridor und bog nach rechts ab in die Küche. In der Küche befand sich die gedeckte Tafel, an dem alle Anhänger des Zirkels zumeist speisten. Frederik sah, dass das Morgenmahl bereits abgeräumt wurde. Es stand lediglich noch eine einsame Schale voller Fleischbrocken dort und wartete auf den lahmen Sack, der beim Morgengebet eingepennt war. Hüter Leonhard, unser Koch, hat mir eine Schale stehen lassen. Das ist wahre Güte. Er muss einen guten Ruf haben. Er setzte sich auf den Hocker. Frederik griff zu dem Pergament, welches mittig auf dem Tisch lag, und las. Das Pergament war eine Liste, wohl zugehörig der Kälterei. Jahrgangsliste. Wie alt die jeweiligen Flaschen in den jeweiligen Regalen sind? Er nahm sich gelangweilt den Löffel und fischte sich ein Stückchen Fleisch, ohne groß hinzuschauen, und biss drauf. Wie aus dem Nichts zwickte ihn etwas in die Nase. Was zum... Er fasste sich an die Nase und erstarrte sofort. Er würgte und zog sich das lange Fleischwanzenbein aus der Nase und spuckte das noch damit verbundene Fleischstück aus. Bei Innos! Frederik wusste nicht, was mit ihm geschah, aber eines war klar, etwas kündigte sich an. Gleich würde die Welt Kopf stehen. Er rannte würgend aus der Küche die Treppe zum Vorplatz herunter. Hüter Lancelot machte nichtssagend einen Schritt zur Seite und gab die Pforte dem grün angelaufenen Anwärter frei. Frederik hechtete an ihm vorbei. Es schien für einen Moment so, als sehe das wachende Schild des Klosters dieses Schauspiel öfter. Noch 70 Meter bis in den Wald. War das Einzige, was ihm in diesem Moment durch den Kopf ging. Doch es reichte nicht. Er kotzte meterweit in den Klostersee. Mit Magenkrämpfen und bleichem Gesicht ging der Anwärter nach kurzer Zeit zu Boden und wälzte sich quälend. Tja, Was? verdient hat er es wieder. Wieso? Warum? Hier spricht Sean Farrell, die Stimme von Frederik. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann tut bitte eine Sache. Teilt das Video. Zeigt der Welt, wie komplex Gothic RP ist. Und vor allem, macht selber mit. Seid ein Teil der Geschichte. Links zum Projekt unten in der Videobeschreibung. Macht mit und lernt die Charaktere der Episoden selber kennen. Boah, verdammte Plörre.
Was habe ich mir da angetan? Ich Idiot. Oh Gott, warum habe ich diesen Scheiß bloß probieren müssen? Warum bekomme ich jedes Mal so Geschichten voller Pfosten vor die Nase? Mal schauen, wie das Skript zur 2. Episode so wird.